Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Surviving Mars relaunched erschienen, Ubisoft setzt Aktienhandel trotz Unrelease aus, Next Level Update für Red Chaos, richtig freches Anniversary Update für Fallout 4 sorgt für Fassungslosigkeit und Zelda-Klon Immortal Phoenix Rising ist aktuell kostenlos. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Heute zeige ich euch daher, wie ihr bei Fallout 4 richtig sparen könnt und euch dementsprechend nicht von den Bethesda Fabelpreisen verarschen lassen müsst. Dazu aber gleich noch mehr. Der Mars-Kolonie City Builder Surviving Mars erschien ursprünglich 2018 und war im Grunde ein solides Aufbauspiel, welches sogar eine aktive Community um sich scharen konnte. Diese Woche, also gerade mal 7 Jahre nach dem Erstrelease, ist mit Surviving Mars relaunched im Grunde das exakt gleiche Spiel erneut erschienen, in welchem immerhin leicht an der Grafikschraube gedreht wurde. Problem ist jetzt allerdings, dass Publisher Paradox im gleichen Atemzug das Original aus dem Verkauf genommen hat und somit ein Update auf die kaum bessere Version erzwingen möchte, welche mit 40 € für die Standard bzw. 60 € für die Ultimate Edition gar nicht mal so günstig ist. Einen günstigeren Preis für Besitzer des Originals gibt's nämlich nicht. Zu allem Überfluss mehren sich die Meldungen, dass die neue Version alte, eigentlich gefixte Bugs zurückbringt und generell alle alten Probleme des Originals erbt. Zudem scheint das Spiel sehr instabil zu laufen und ständig zu crashen. Dementsprechend sind die Steam-Rezessionen auf ausgeglichen abgerutscht. Oh, Ubisoft, wie schlimm kann es eigentlich noch werden? Der von Skandalen und Tiefschlägen in den letzten Jahren geprägte Publisher kommt einfach nicht aus den negativen Schlagzeilen raus. Und das, obwohl mit dem Release diese Woche von Anno 117, welches 100% zu einem Hit werden wird, doch eigentlich alle Weichen auf einen positiven Neustart gestellt waren. So musste man nämlich jetzt die aktuellen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr aus noch unklaren Gründen verschieben und hat gleichzeitig erstmals den Börsenhandel für die Ubisoft-Aktie eingestellt. Laut Brancheninsidern könnte ein solcher Schritt auf eine Übernahme hindeuten, es könnte sich aber auch schlicht um eine zu langsame Buchhaltung handeln. Jedenfalls ist dieser Schritt alles andere als üblich und könnte zum nächsten großen Beben führen. Dazu würde ich dann gegebenenfalls aber nochmal extra berichten, da es dann Spieleserien wie Anno und auch die Siedler direkt betreffen würde. I'll take it from here. General Razor, the defender of the city of 100 chains, stands with us. Look at my beautiful weapon. Mit dem sogenannten Next Level Gameplay Update versucht der Indie-Entwickler Squarecut Games, sein von Command & Conquer inspiriertes RTS einem breiteren Publikum schmackhaft zu machen, da man mit dem Early Access Start bisher nicht wirklich zufrieden sein kann. Denn die Spielerschaft hat sich im auf Skirmish und Multiplayer fokussierten RTS bei gerade mal 10 bis 20 Spielern gleichzeitig eingependelt, was für viele ähnliche Projekte eigentlich schon der Todesstoß sein müsste. Man beteuert aber aktiv, trotz der bisherigen Resonanz intensiv weiterarbeiten zu wollen, da man wohl auch viel in der Freizeit am Projekt arbeitet und nicht auf Umsatzzahlen angewiesen ist. Im jetzt veröffentlichten Update wurde eine komplette französische Übersetzung ergänzt, sowie das KI-Verhalten und allgemeine Spieltempo überarbeitet. Hinzu kommt ein komplett neues Balancing, das zum einen die noch zu starken Abwehrtürme entschärft, sowie zum anderen die Artillerieeinheiten verlangsamt.
Meinen Early Access Test zum sicher nicht schlechten Red Chaos verlinke ich euch oben im i. Remember, the vault doors are sealed for your safety. Do not attempt to reach the surface. Gier bleibt immer gleich. Oh Mann, Bethesda, euch geht's offensichtlich immer noch zu gut. Nachdem man vor 1-2 Jahren mit dem sogenannten Next-Gen-Update bereits erfolgreich die komplette Modding-Community geröstet hatte, da über Nacht alle Erweiterungen nicht mehr kompatibel waren, zieht man dieses Kunststück jetzt, nachdem alle Mods in Kleinstarbeit von der Community repariert wurden, mit dem diese Woche erschienenen Anniversary Update nochmal genau so durch. Die damit ab sofort erhältliche Fallout 4 Anniversary Edition ist aber mal davon ab ohnehin eine große Frechheit. Denn hier bekommt ihr im Grunde nur das 10 Jahre alte Hauptspiel mit allen DLCs und über 150 Creations, also Content, welcher von der Community und nicht von Bethesda erstellt wurde, zum Vollpreis. Bitte mal auf der Zunge zergehen lassen. Bethesda hat hier absolut gar keine Arbeit reingesteckt, sondern nur das Vorhandene in ein Paket gepackt und mit Content angereichert, welcher vorher kostenlos war. Für dieses Nichts an Arbeitsaufwand sollt ihr jetzt 60 € bezahlen. Sorry, aber das ist waschechter Scam und gehört boykottiert bzw. in anderen Editionen gekauft, inklusive einem ganz großen Mittelfinger beim Bezahlprozess. Denn die bis auf den Community-Content exakt gleiche GOTY Edition bekommt ihr bei meinem Partner Instant Gaming für ca. 12 €, was für das Alter des Titels dann auch vollkommen okay ist. Wie gesagt, die Versionen sind sonst identisch, niemand braucht diese freche Anniversary-Abzocke. It's the end of the world. All over again. Let's go, pal. Typhon is free. You need my help. Let the tale of Phoenix be my redemption. Zum Schluss dann ganz schnell noch was Positives, damit wir wieder runterkommen. Denn bis zum 2. Dezember könnt ihr euch den mal als Konkurrent zu Nintendos Zelda-Serie installierten Ubisoft-Titel Immortals Phoenix Rising kostenlos sichern. Das sicherlich nicht schlechte Götter-Action-Adventure wird anlässlich des 5. Geburtstags von Ubisoft Connect verschenkt und hat an sich auch keinen Haken. Alles, was ihr tun müsst, ist den Titel via Ubisoft Store mit einem Klick für 0 € zu kaufen, welcher dann in eurem Ubisoft Connect-Konto ergänzt wird. Phoenix Rising erschien ursprünglich 2020. Ach ja, da war ich noch Ubisoft Star Player und ließ euch als Phoenix die griechischen Götter von einem dunklen Fluch retten. Den Titel gibt es auch für Konsolen, aber bitte beachten, dass nur die PC-Version verschenkt wird. In diesem Sinne, dank Anno-Release war dann wohl nicht so viel los. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Zeit, dieses Video zu schauen. Und nächste Woche geht es dann hier natürlich wie gewohnt weiter. Also, bis dahin. Now it's up to me to prove it. Immortals Phoenix Rising, available December 3rd.